Sultan, gesegnet seien seine Diener, die Propheten, die Gesandten und Heiligen. Only one Sultan, and may all his friends be blessed, the prophets, the saints. Tarikatına es-sohba hayrun fi cemi'a. Bismillahirrahmanirrahim. Desur ya Seyyid-i Medet, la havle la kuvvete illa billahil alil azim. Ja Allah, lass uns von dir sprechen. Und oh, ihr Leute, lauscht und horcht Worte Gottes durch die Heiligen, durch seine Gesandten. Ya Allah, may we talk from you, and all you people, please listen carefully to what we tell you from the prophets, through the saints, to you, from God. Wahrlich, sie sprechen nicht etwas, was euch nicht zu nutzen wäre. Surely they don't talk about something that is not of use to you. Sie würden niemals etwas sagen zu euch, was nicht gut wäre für euch. They would never tell you something that wouldn't be good for you. Und sie würden niemals euch etwas Falsches gesagt haben. And they would never tell you something false, So dass ihr euer Weg verliert. so you would lose your path. Nein, No. wenn sie zu euch sprechen, dann damit ihr zum Weg findet. If they talk to you, it is to find their way to you. Jedoch, oft ist es so, wenn sie euch was sagen, gefällt euch das alles nicht. But as it happened, it often happens that when they talk to you, you don't quite like what you hear. Das ist das Problem. Well, that's the problem. Unser aller Problem ist, wenn die Heiligen zu uns etwas sagen, dass es uns oft nicht gefällt. Well, that's the problem. The problem of all of us. When the saints talk to us, we don't like what they tell us. Dabei sind sie so nette Leute, so niedlich, so lieb. But they are so nice people, so lovable, so cute. Aber warum erzählen sie uns immer etwas, was uns nicht gefällt? Was wir nicht tun würden, wollen, können. Können? Wir können es, aber wollen nicht. But why do they tell us to do things that we don't want to do, that we cannot do? Wait, not cannot, don't want to do. Sie werden niemals, und sie würden niemals, die Propheten und die Heiligen, und hinter ihnen allen steht der Herr selbst. Der Herr würde niemals seinen Diener von seinen Dienern etwas verlangen, was sie nicht tun könnten. The prophets, the saints, and behind them all, the Lord, they will never and they would never ask something of you that you couldn't do. Und wenn doch etwas gesagt wird, was einer nicht in seine Möglichkeit hat, aus Anstandsgründen, oh du Mensch, oh du Diener, oh du Schüler, sag, yes, Sir, ich tue es.
Ich werde es versuchen. And if it so happens that you get a task that you couldn't possibly do, out of respect and adab, you will say, yes sir, I will try. Ich werde es versuchen. Was heißt, ich werde es versuchen? Ich werde mein Leben dafür geben, und dass ich es kann. Und wenn ich es nicht kann, dann habe ich es gekonnt, mein Leben gegeben, damit ich es versucht habe. What does it mean, try? It means that I will give my life so that I can do it. And if I couldn't do it, at least I gave my life so that I could give it. Was will der Herr von dir? Was wollen die Heiligen von dir? Was hat dein Leben für einen Wert für sie? What does the Lord or the saints want from you? What does your life have any value for them? Und was ist das für ein Opfergabe, dass du dein Leben dafür gibst und dich damit rühmst sogar? Ich habe mein Leben dafür gegeben. Du rühmst dich also. And what sacrifice was it that you gave your life for something? You're even praising yourself that you gave your life for something. What life is that? Du rühmst dich mit etwas, was gar nicht dir gehört. So you praise yourself with something that doesn't even belong to you. Das, was du behauptest, ich habe dafür mein Leben gegeben, oh Allah. Ich habe es nicht gekonnt, aber ich wollte es gekonnt haben. Ich habe es dann am Ende gekonnt, dass ich mein Leben dafür gegeben habe. So, jetzt will ich meinen Preis haben. Preisgekrönt mögest du werden. So you praise yourself that you gave your life for something that you couldn't do, but at least you could give your life for something. And you praised yourself to a certain extent. Du willst in der göttlichen Gegenwart oder am Tag des jüngsten Gerichtes dich damit rühmen vor allen anderen, dass du dein Leben auf dem Weg des Meisters, des Propheten, der Propheten als Schüler gegeben hast. Und das war das Beste, was du konntest, dein Leben gegeben. Und du willst dafür preisgekrönt werden, ja? And in the divine presence or on the last judgment day, you want to praise yourself that you gave your life for a task, that you could give your life for that, and now you want to get the prize for that. Dann sei nicht enttäuscht, wenn der Herr sagt, wem hast du was geschenkt? Was hast du für wen geopfert? Mein Leben, o Herr, mein Leben habe ich für dich gegeben. Ist das wahr? To whom did you give your life? To whom did you sacrifice your life to? The Lord says, your life. I gave my life to you. But whom does this life belong to? Sag, woher hast du dein Leben bekommen? Von wem hast du dein Leben bekommen? Say, Hast du es immer gehabt? Seit wann hast du es gehabt? tell me, when did you get this life? Who gave this life to you? Whenever did you have? You always had it? Das, was du für mich geopfert haben solltest, war sowieso von mir. Ich hatte es dir ausgeliehen. That what you sacrificed for me already was mine. I just gave it to you as a rent. Rühmst du dich mit etwas, was mir gehört? So you praise yourself with something that actually belongs to me. Oh ja, Leute, die Heiligen zu folgen, Propheten zu folgen, dem Herrn zu gehorchen, ist keine einfache Sache. Das verstehen wir.
Das verstehen Sie. Es ist nicht einfach. O you people, to follow the saints, to follow the path of the prophets, to follow the Lord, to obey the Lord isn't easy. We understand. They understand that. Dem Ego zu folgen, dem Satan zu folgen, das ist sehr easy. Das ist leicht. Das machst du ohnehin in 24 Stunden, 23,9 Stunden lang. To follow your ego, to follow Shaitan, that's very easy to do. Out of those 24 hours, 23.9 hours, you just follow them. Das ist sogar so einfach, dass du gar nicht merkst, dass du dein Ego folgst. Bevor dein Ego dir Befehl gegeben hat, hast du ihn schon gefolgt. Automatisch geschieht das. Also kein Problem. For you. And it gets so easy that you don't even realize that you follow your ego or Shaitan. And even before your ego tells you to do something, you already did it. So. Aber Wort Gottes und Anordnung Gottes und die Empfehlung der Heiligen zu folgen, das ist schwer, ist nicht einfach. To follow the word or the order of the Lord and the recommendations of the saints, it's not an easy thing to do. Deshalb, nur deshalb und dafür, vielleicht wirst du preisgekrönt werden, dass du das in Kauf genommen hast, dass du es versucht hast, Heilige und Propheten zu folgen, weil es keine einfache Sache ist. Du hast es versucht, du hast dich bemüht. Das wird dich preiskrönen und nicht, dass du dein Leben gibst. Dein Bemühen zu folgen. And that you tried to follow them, to try to follow the saints, to follow the Lord, what He ordered you to do. That will actually give you the price that you urge for, that you yearn for, not that you gave your life for this. Dein Leben nicht wert, weil es ist sowieso nicht dein. Was dein ist, dein Folgen, dein Befolgen der Worte, der Empfehlung der Heiligen, deine Bemühung, deine Anstrengung, das ist dein, nicht dein Leben. Das wird gekrönt werden. Hier und hier nach. Your life itself isn't worth anything, but you following that path, your motivation, your being engaged in this task to follow the saints, that will actually count as something. Wenn es eine einfache Sache gewesen wäre, Heilige zu folgen, Gottes Wege zu gehen, dann hätte unser Groß-Sheikh nicht gesagt, Sheikh Abdullah Tastani, wer auf unserem Weg müde ist, ist nicht von uns. Also das ist ein Marathon ohne Atempause. Du sollst einfach den Atem haben. And if it were so easy to follow the path of the saints, then our grand Sheikh, Fazil Dagestani, would never have said, the Naqshbandi way, if you follow that, those who claim to get tired are not on this path. So it's like a marathon, and you can never take a break to catch your breath. Dein Leben zu geben, das hat keinen Wert. Mit dem Leben, was du hast, etwas zu befolgen, etwas zu bewirken, das hat Wert. Dafür hat Allah, der Herr, dir das Leben gegeben. Nicht, dass du Harakiri machst.
to give your life got no value at all, but that you use your life to actually do something, to have an impact on someone or something, to have an effect on something, that actually is worth something, not making harakiri. Mein Bruder Sheikh Nazim, Mohammed Nazim, vor 20 Jahren, gab mir eine Aufgabe. In Bosnien sollte ich ein Haus bauen. Ein großes Haus. Und er erklärte mir, wie das Haus aussehen sollte. Ich habe mir das Land angeschaut, ich habe mir Überlegungen gemacht, wie so ein Haus zu bauen ist und was es kosten würde. 20 years ago, my Grand Sheikh Nazim, gave me a task to go to Bosnia and to build a house, a big house. And he told me what I have to keep in mind in that house, how that house is supposed to look like. And I thought about it, I looked at the country, I looked at what I needed, all the requirements, and I made some calculations and plans. Es kam raus über 2 Millionen Mark. Eine Summe. Ich habe meine rechte Tasche rausgeholt, da war kein 2 Cent drin. Linke Tasche rausgeholt, da war auch nichts viel drin. Und obwohl ich so viele Taschen habe, da gab es keine 2 Millionen drin. So, wie sollte ich das Haus gebaut haben? And when I added everything together, it was about 2 million mark back then. How much it was, I was like, okay. I looked into my right pocket and there was not even 2 cents in it. I looked into my left pocket, there was not even anything in it. So, and even though I've got so many pockets, how should I get all those 2 million marks together to build that big house? Ich bin nach Zypern gegangen, zu meinem Bruder Sheikh. Ich wollte Ihnen sagen, ich habe das alles vorbereitet. Alles ist machbar. Ich brauche nur die Kohle, das Geld. Mit großer Hoffnung, und wenn ihr mir so einen Auftrag gegeben habt, wird ihr auch das Geld dafür geben, dachte ich mir. Große Hoffnung, voller Hoffnung, war ich im Zentrum, in Dergah, und er war beim Gebet. Nach dem Gebet saß er, so wie wir da gesessen haben und Zikr gemacht haben. Ich war ganz hinten an der Tür und hunderte Leute, er hat mich gesehen, hat gerufen, setz dich neben mir, hat er gesagt. And I then went to Cyprus, and because I calculated everything, and when I get this task, I prepared everything, it is doable, and I had great hopes that when I get this task, eventually I will get the cash as well. And I went to the center, and he was in prayer, and he was sitting like here in the front, and was way back in the back near the door. He saw me and he asked me to come to his place, to his seat next to him, to Sheikh Nazim. Ich saß brav neben ihm und machte schon Überlegungen, wie ich da zu Wort komme nach dem Sohbet und ihm zu verstehen gebe, dass ich eben diese 2 Millionen Mark brauche, damit ich den Auftrag ausführen kann. And I was sitting quietly, as I was supposed to be, waiting for the Sohbet to end, and in my head already preparing everything, how I should put it into words that I need those 2 million marks to fulfill my task. Und Sheikh sagte, Bismillahirrahmanirrahim, Tarikatuna es-Sohbet Bevor er den Sohbet anfing, drehte er sich zu mir und sagte, hör genau so. And then Grand Sheikh said, Tarikatun Hayrun Fujamia.
Tadikatun or Sohbet. Du musst das nicht wiederholen, sag einfach. And before he started the Sohbet, he turned to me and said, listen closely. Dann fing er an, über Himmel zu sprechen. Er sagte, oh ihr Leute, haltet das Wort Gottes hoch. Haltet das Wort seiner Gesandten hoch. Und lasst ihn niemals fallen. Wer das tut, ist gesegnet. And he talked about himmet, and he said, keep up the word of the Lord, keep up the word of the saints and prophets. If you do that, you will truly be blessed. And never let it fall down. Wisst ihr, was Segen bedeutet? Das ist die himmlische Unterstützung. Wenn wir himmlische Unterstützung sagen, wer hält den Himmel hoch, oben? Dass es nicht abstürzt. And do you know what blessing is? Blessing is heavenly support. And let me ask you, who is holding that heaven for not to fall down? Sogar der Himmel braucht eine Unterstützung, dass es im Himmel ist. Die Decke. Schau dir die Decke an, das ist unser Himmel. Wir schauen hoch und das ist unser Himmel und die Lampen sind unsere Sterne. Schön, ne? Ja. And even the sky needs heavenly support. And just like a roof needs support, and like this roof we have up here, that's our sky, and the lamps we can see are the stars. Wer noch nie Himmel gesehen hat, wird sagen, die Decke ist weit hinten. And those who never saw the sky will say, the roof is my sky. Aber diese Decke steht nicht von alleine oben. Hajemin, oder? Du bist der Architekt. Was hält das oben? Die Wände. Kresewan hier, stupid. Die Wände. Was sind die Wände? Unterstützung. Das ist eine Unterstützung. Das ist eine Stütze für die Decke. And let me ask you, what is keeping up the ceiling, the roof? We asked about that, he said, the walls. Well, what are the walls? The walls are support. They are the supporting barriers to keep up the ceiling not to fall down. Und so Allah, seine Macht, seine Kraft, hält alles aufrecht, wo sie sind, wie sie sind. Göttliche Kraft und Macht. Und so, wer Gottes Wort und seine Gesandten, die Worte seines Gesandten, Empfehlung hochhält, hochschätzt, da kommt eine himmlische Unterstützung. Also aus den Meeren der Macht Gottes, da kommt eine Kraft. So the power and might of the Lord keeps up everything in place. So if you hold up the word of the Lord and the saints, you will be supported with divine power and might and support. Da gab es einen König, sagte er, unser Bruder Sheikh. Er fing an mit der Geschichte. Und er hatte eine wunderschöne Tochter. There once was a king, our grand Sheikh said, and started a story. And that king had a daughter. Eine wunderschöne Tochter. I'm sorry, a very beautiful daughter. Mir sagt man auch von oben hier, was ich zu sagen habe, ich lausche, ich höre und ich übersetze zu euch. Ich bin auch ein Translator. Und sie haben mir gesagt, eine wunderschöne Tochter. Wenn ich nur gesagt hätte, und er hatte eine Tochter. Der Sinn der Geschichte, die Pointe,
das gewisse Etwas fehlt dann. Würde fehlen. Das macht doch gerade die Geschichte schön, oder, Hajemin? Eine wunderschöne Tochter ist was anderes. Als Tochter. And they haven't told me what I'm supposed to tell you. And they told me it's a beautiful daughter. They didn't just say it's a daughter, it's a beautiful daughter. And that makes this story so beautiful. So I'm a translator as here as well. So that gives the certain nuance, the certain hinge to keep you stuck to the story. Und er hatte eine wunderschöne Tochter und ihre Schönheit war über die Landesgrenzen bekannt. Schaut mal, so muss man das erzählt haben, eine Geschichte. Oder? Ja. And he had a beautiful daughter, and her beauty was renowned over the boundaries, the borders of the country. That's how you tell the story, right? Und so, wie Allah es wollte und Schicksal, hörte auch ein Bauernsohn von der Schönheit des Königstochters und war neugierig. Er wollte sie einfach nur einmal gesehen haben. And as Allah wanted it, and destiny was written, even a farmer's son heard about the beauty of that king's daughter, and just out of curiosity, just wanted to see her once. Er kam in die Stadt und gerade wie er da war, kamen Soldaten raus oder wie heißt das, diese Ankündiger, macht Platz, Leute. Herolde. Die Herolde kamen raus aus dem Palast und sagten, macht Platz und schaut runter, nicht Kopf auch hoch und schaut auf den Boden, die Prinzessin kommt. And as that farmer's son came into the city, heralds came out of the palace and told everybody, look down, don't look up, the daughter is coming, the princess is coming, and don't look at her. Und die Prinzessin, die starken Leute hier, 2 starke Leute vorne, 2 starke Leute hinten. Und diese zum Sitzen hier. Eine Sänfte. Sänfte? Ja, wo getragen wird. Genau. Kam raus und drauf die bildhübsche Tochter des Königs. And 2 big hulky men in front, 2 big hulky men in the back, and the princess on top of a float came out from the palace onto Und the wo alle streets. runterschauten, wagte sich dieser Bauernsohn hochzuschauen. Richtung der Mädel da. And when everybody had their gaze down to the earth, that farmer's son just looked up and had a straight view to that girl. So wie er hinschaute, drehte sich die Prinzessin und von Auge zu Auge. Ihre Blicke trafen sich. Die Blicke trafen sich. Bumm, und der junge Mann war auf dem Boden in Ohnmacht gefallen vor der Schönheit des Mädels. And just in that instant, when he looked at her, she turned her gaze and saw him, and when their eyes met, he immediately fainted out of that beauty he was imposed on. Schaut mal, das hört sich gar nicht schön an, des Mädels. Der Prinzessin, die Schönheit der Prinzessin. Schaut mal, das gibt einen anderen Geschmack. Nicht? Ja. So if I just say girl, it doesn't give you anything, but if it's a princess, it's so much better. Sogar Wolfgang, der schlafen wollte, gerade sich gemütlich gemacht hatte. Rechts, links die Kissen und so weiter, so gerade die bildhübsche Tochter des Königs und war neugierig. Er hat schon seine bildhübsche Frau, aber die Neugier, wie hübsch sie ist.
And even our brother, who was about to get sleepy, he got really good into the cushions and was about to take a nap. When he heard about the beautiful king's daughter, he was like, oh, okay, I'm curious now again. I know I have a beautiful wife, but a beautiful princess, that's something Als ob else. ihn Jesus geküsst hätte und wach geküsst hätte Lazarus. As if, Zum neuen Leben erweckt. as if Jesus came along and kissed him awake and resurrected him. So, und der junge Mann konnte tagelang nicht zu sich kommen. Es war diese Schönheit hier und das Gesicht der Prinzessin ging nicht aus dem Kopf. Und er wollte es unbedingt versucht haben. And for days, that young boy or that young man couldn't forget about the beauty of their daughter, of the princess, and wanted at least to try. Ging zum Palast und klopfte an der Tür des Königs. Tak, tak, tak. And went to the palace and knocked on the door of the king. Und es war der Tag des Volkes, wo der König sich dem Volk öffnete und man konnte sein Anliegen hier vortragen. And it was a day of the people for the king to show himself to the people, and you had a chance to have an audience to talk to him. Und als er dran war, fragte ihn der König, und junger Mann, was ist dein Anliegen, was möchtest du? And when it was the farmer's son's turn to tell the king asked him, well, what do you want? How can I help you? Verlang so, dass ich dir gebe, ich bin der König. Ask me so I shall give you, I'm the king. Genau das wollte ich auch gehört haben, oh mein King, sagte er. Ich will deine Tochter haben. Und du bist der König, du kannst sie mir geben. Oh, that's exactly what I wanted to hear. You are the king, and I ask you for the hand of your daughter, the princess. You are the king, you can do that. Das war nicht das, was der König erwartet hatte. Well, that wasn't what the king expected to hear. Mein Sohn, sagte er. Das stimmt, ich bin der König und ich kann meinem Volk schon alles geben, was sie so brauchen. Aber du hast sowas verlangt hier von mir. Als König kann ich dir das gar nicht geben. Sogar als König kann ich dir das nicht geben. Du bist ein Bauernsohn und meine Tochter ist die Prinzessin. My son, of course, I can give my people everything they need. But you asked of something that even I can't give you because you are a farmer's son and she is the daughter of a king. Was hast du zu bieten, oh mein Sohn? What do you have to offer, my son? Und der junge Mann sagte, oh mein König, verlange mein Leben, ich gebe dir mein Leben. And the man said, oh my king, take my life, I can give you my life, take my life, that's what I can do. Der König war jedoch ein Weiser. Nicht nur König, er war auch ein weiser Mann. Und er sagte, mein Sohn, was soll ich mit deinem Leben? Wenn du jetzt hier Harakiri machst, tot umfällst, was hast du davon, was habe ich davon? And that king, who was not only a king but also a wise man, asked him, what do I need with that? If you were now doing harakiri in front of me, what good would it do to you and to me? Ich werde dann sagen, hier, pack die Leiche weg. Well, I would say then, take away the corpse. Ich will nicht dein Leben haben. Das nützt mir nicht. Und du hast auch davon nicht. Denkst du, du hast dann die Prinzessin bekommen hier? Was hat die Prinzessin davon von dir hier, wenn du tot bist? I don't want your life, because then you're of no use to me or to yourself. And what about marrying my daughter? Then how could she ever have a life with a corpse? Oh mein König, sagte der junge Mann, was soll ich dir geben? Ich bin verliebt, ich möchte deine Tochter haben, heiraten. Aber das Wertvollste für mich ist mein Leben.
Oh my, Verlange du von mir etwas, und dass ich es tue für dich, dass du dann am Ende deine Tochter mir gibst. oh my king, what can I offer to you but my life? And I'm so in love with your daughter, and I would do anything that you would ask me. So please tell me, what can I do for you that in the end I can have the hand of your daughter? Dem König tat der junge Mann leid. Aber was sollte er tun? Als König war er auch verzweifelt. Er hätte ja nicht tun können, hier seine Prinzessin, die Tochter ja einfacher Bauernsohn geben. Alles wäre dagegen. And the king felt pity for that farmer's son because he knew what he was about, but he couldn't just give that farmer's son the hand of his daughter, and was thinking about what he could do. Da fiel ihm, aber er wollte ihn auch nicht hoffnungslos machen. Er hat die gute Absicht und die Aufrichtigkeit erkannt in dem Bauernsohn. Und da fiel ihm eine Idee. And because he realized that that farmer's son was sincere and really had good intentions about his what he asked of the king, he came up with an idea. Nicht das, was ihr denkt, töte den Drachen und hasst die Prinzessin. Nein. Er sagte, schau aus dem Fenster raus, mein Sohn. Was siehst du da? And he didn't tell him, well, go and kill that dragon, then you will get back the princess. No. He told them, look outside that window, what do you see? Der junge Mann schaute raus aus dem Meer und sagte, I see the sea. Das Meer. Weil das Palast war am Meer gebaut. An einem Ozean. And the young man looked out of the window and said, I see the sea, because the palace was built close to the seaside. Das ist es, mein Sohn, sagte der König. Ich möchte, dass du dieses Meer, das Wasser in diesem Meer an die Küste Schöpfst. Schöpfst. Du kriegst ein paar Eimer von mir und wenn du es geschafft hast, das ganze Meer auf die andere Seite zu schöpfen, hast du meine Tochter Ehrenmann, Königswort, sagte er. Well, exactly. It is your task to get all that ocean onto the coast side. And I will give you some cups that you can fill, and once you've accomplished that, you can have the hand of my daughter. That's the promise. I give you my word as a king. Der König erhoffte sich dadurch, dass der junge Mann sagt, wie unmöglich diese Aufgabe ist, sodass er aufgibt und sagt, Sir, I can't do it, und wieder geht. 3 Tage traurig sein und vergessen haben. And the king actually counted on the young man to give up and say, yeah, okay, I can't do that really, sir, and we'll leave and he would be sad, of course, for 3 days, but then we'll forget about all of it. Doch was sagte der junge Mann? Voller Freude und Hoffnung drehte er sich dem König zu und sagte, mein König, dass Sie mir das erlaubt haben, dass Sie mir die Hoffnung gegeben haben, Ihre Tochter doch zu bekommen. Ich werde Sie ganz bestimmt nicht enttäuschen. Sofort, heute fange ich schon an. But to everybody's surprise, the young man turned to the king with so much joy and hope and said, oh my king, thank you so much that there is a chance for me to even have the hand of the daughter. I will start today, right away, to do that task, that you gave me the permission to do that task.
wo sind die Schaufel, wo sind die Eimer? Where are the cups? Where's everything that I need to do my task? Als der König das hörte, dachte er, und ich habe gedacht, der junge Mann hier wäre vernünftig und ein normaler Mensch und nur verliebt. Er ist wirklich crazy, verrückt. Gib ihm Eimer und Schaufel, also sein Glück versuchen, sagte er. Und desinteressiert wandte er sich weg. And then the king said to himself, well, I thought that this was a sensible young man, prone to logic, but well then, okay, give him what he wants, give him all the cups, all the things he needs, and then turned away and forgot about all of it. And he thought that the young man was a crazy one, so let him do what he wants to do. Und am nächsten Tag sollte der König auf eine lange Reise sich machen und ging aus dem Lande und es vergingen Jahre, 7 Jahre. Als er auf dem Rückweg war, seinem Palast am Meer entlang mit seinen Leuten, sah er von weitem ein junger Mann hier, jemand hier, der versuchte, Eimer, das Meerwasser nehmen und auf die andere Seite, dass er das macht. Was ist das hier? Schöpft. Schöpft. Mit dem Eimer Meerwasser schöpft. Und so wie er das machte, dann kam eine Welle, wieder ging das hier zurück in das Meer. Und er machte das aber ohne Verzweiflung, ohne eine Hoffnungslosigkeit. And it so came that on the next day that king left the country, and he went on a very long journey. It took him 7 years to come back. And when he came back to the palace, they took the route by the sea, and suddenly from afar he saw a young man, like he was with his people in his back. He saw a young man cupping the water from the sea and putting it to the coastside. But as it so happens, a wave came along and took all the water back again. But that man was not out of hope or lost his mind. He kept on doing what he did. Der König wurde neugierig, kam näher und grüßte den Mann, der mit seinem Rücken hier Richtung Meer war. Salam alaikum, oh du junger Mann, was machst du für eine Sache da? And the king got curious and went to that young man who was with his back to the ocean and greeted him. Salam alaikum, young man, what are you doing here? Der junge Mann, als er das hörte, hier wandte er sich zum König und sagte, oh mein König, Sie sind wieder da. Ich führe Ihren Auftrag aus. Ich sollte doch das Meer hier auf der anderen Seite schleppen und das Wasser aus dem Meer schöpfen. So. Und damit ich Ihre Tochter bekommen kann. Ich bin immer noch dabei, aber bald ist es soweit, mein König hier. Und dann stehe ich wieder vor Ihnen. Als der König ihn wiedererkannte, fing er an zu weinen und sagte, oh mein Sohn, du stehst schon vor dem König. Komm mit. Lass das sein. Komm mit in meinen Palast. And when the young man heard the voice of the king, he turned around and said, oh my king, you're back again. I'm still doing your task you gave me, and I'm just almost done. So please wait and I will come to your palace and ask for the hand of your daughter. And the king said, when he heard that, tears came streaming down his face, and he said to that boy, stop what you're doing, you are already in front of the king. Come to me into the palace, your task is done. Und im Palast
stellte ihn vor den Thron und ließ seine Tochter reinbringen und sprach zu dem Mann. And in the palace, the king told the young man to stand in front of the throne and asked his daughter to come in. Mein Sohn, sagte er, hier steht meine Tochter vor dir und hier steht dein König vor dir. Und das ist der Thron des Königs. And he said, my son, this is my daughter, this is my throne, and you are standing in front of that throne. Als du vor Jahren zu mir kamst, verliebt, und wolltest meine kleine Prinzessin haben, habe ich schon deine Aufrichtigkeit erkannt. Aber es war eine hoffnungslose Sache. Und ich wollte dich testen und habe dir eine hoffnungslose Aufgabe gegeben, was du niemals schaffen könntest. And the king said again, my son, I'm as your king. I saw, even back then, those 7 years ago, I saw your good intentions and your sincerity about your request. But it was a hopeless case. So I wanted to give you a hopeless task and thought that it would make you lose your sight. Ich hatte mir dabei gehofft, dass du diese Unmöglichkeit erkennst und dass du diese Absicht hier widerlegst und gehst. Aber ich sehe hier, du bist wahrhaftig aufrichtig auf deinem Weg, dein Verlangen, dein Wunsch. Du hast es wirklich versucht, ohne dass du hoffnungslos bist. Mit einer endlosen Hoffnung im Glauben und Hoffen, dass du es doch schaffst und den Auftrag deines Königs auszuführen versuchst. Das ist königlich, das ist majestätisch, deine Tat. And back then, I saw your sincerity and how much you were trying to do this, but I hoped that you would see how hopeless it was, how impossible it is to even fulfill that task. But you said you would continue, but I still thought that you would find out that it's not possible to do and would leave. But actually you kept on going, you tried to fulfill that task, you actually fulfilled that task, and that is such a great thing for you to do, that you kept on doing and never ever lost hope, never ever lost your faith and your belief in doing that task, and that all is such a great thing, it even makes you majestic. Und ich sah heute, dass du nicht dein Leben dafür geopfert hast. Und du wolltest dein Leben opfern, was niemand was gebracht hätte. Du hast dein Leben dazu benutzt, Wort deines Königs nicht fallen zu lassen und den Auftrag, egal wie, auszuführen. And today I saw that you took that task serious and made it so happen that this task, even though it might look impossible, not to let the word of the king fall down. And that is so great. And that you, back then you wanted to sacrifice your life, you wanted to give your life, but actually used your life to do that task that I gave you. Niemals verlangt ein König ein Leben, das es geopfert wird. Aber das Leben des Volkes sollte dafür genutzt werden für eine gute Arbeit, für eine gute Sache. Und das hast du getan. Du für deine Liebe
Und Ziel, hast du das Unmögliche versucht. Im Glauben, dass du es schaffst. Mit Hoffnung, mit Segen. Und du hast nicht aufgegeben. And a king never uses the life of his people, uses his people for nothing, but uses them for something good, for a good task. And when you accepted that task out of love and sincerity, you actually proven that even though it was impossible, that you kept on going. Mit deiner physischen Möglichkeit und Kraft hast du es nicht geschafft, gleich das Meer auf die andere Seite zu schaffen, tragen. Aber du hast es geschafft, dich selbst auf diesen Thron zu tragen. Jetzt gehört es dir, du bist der König. Und das ist deine Frau. And even though you physically weren't able to fulfill that task, in still pursuing that blessed task of yours, it made you now the king of that throne and that princess your wife. Und so, wegen seiner Aufrichtigkeit und endloser Hoffnung und dass er das Wort seines Königs hochschätzte und nicht fallen ließ, wurde aus dem Bauernsohn ein König. And because of his sincerity and his perseverance, and that he never lost hope, or because of his endless hope, and because he held up high the word of this king, that farmer's son became the king eventually. Weil der König segnete ihn aufgrund seiner Aufrichtigkeit und unterstützte ihn und brachte ihn auf den Thron. Königliche Unterstützung, königlicher Segen. And because of his sincerity, the king supported him and blessed him and supported him to get onto the throne. And that was by the king blessing, king's support. Und mein Große sagte, oh ihr Leute, haltet die Worte der Gesandten Gottes, der Heiligen Gottes, die Worte Gottes hoch und heilig. Lasst nicht fallen. Die Sterne werden, und wenn ihr nicht nach den Sternen greifen könnt, die Sterne werden in eure Hände fallen. And my Grand Sheikh concluded, hold up high the word of the saints, the words of the prophets, the word of God. And even though you want to reach the stars, but they are unreachable to you now, the stars will fall down into your hands. Dann drehte sich der Sheikh zu mir, mein Große, und sagte, hast du verstanden? And then my Grand Sheikh turned to me and asked, did you understand? Ich habe gesagt, ja mein Sheikh, ich frage dich nicht um 2 Millionen, ich gehe wieder weg. Ich werde kein 2 Cent verlangen von dir. And I replied, yes, my Sheikh, I understood. I will never ask you for 2 million marks, nor for even 2 cents. Ich werde versuchen, dort hier Ziegel auf Ziegel zu bringen und dann hoffen, dass das Haus gebaut ist. I would just put brick upon brick, and then eventually we'll have built a house. Und I thought. wenn ich aus Schlamm und Stroh, aus Geldlosigkeit meine Ziegel selber erschaffe. And even if it means to make my own bricks out of mud and straw to build that house. Und als mein Bruder das hörte, sagte er, brauchst du nicht. Du hast die Prüfung bestanden. And when my Grand Sheikh heard that, what I said, he said, never mind, you already finished your task. Oh ja Leute,
Niemand verlangt von euch, dass ihr euer Leben aufgibt. All you people, nobody asks of you to give up your life Auf dem Weg Gottes, on the path of auf God, dem Weg des Sheikh. Was soll der Sheikh mit eurem Leben? on the path of the Sheikh. What good does it do to the Sheikh? Nicht euer Leben. Der Sheikh möchte nicht, dass ihr euer Leben aufgibt. Nein, The Sheikh darum geht es ja auch nicht. doesn't want you to give up your life, because that's not what it's all about. Es geht darum, dass der Sheikh möchte, dass ihr aus eurem Leben was Besseres macht. Mit eurem Leben. Mit eurem Leben, aus eurem Leben, was Gutes macht. It's all about what the Sheikh wants, that you do something, that you improve your life with your life, out of your old life, to make it a better life. Dass ihr aus dem irdischen Leben ein himmlisches Leben macht. Vergänglichen Leben ein ewiges Leben macht. That you turn your earthly life into a heavenly life. That you make your mortal life to an immortal life. Dass ihr aus eurem Leben ein besseres Leben, verbessertes Leben macht. That you turn your life to become an improved life. Dass ihr nicht euer Leben aufgibt für ihn. Nein, vielleicht ihr den falschen Weg aufgibt. Nicht das Leben. Einen besseren Weg nimmt. To give up your life, no, that's not what it means. It means that you give up the way you led until now, to take a better path, to take a better way. Don't move on the wrong way. Don't move on the wrong way. Geh auf dem rechten Weg. Go on the right way. Und wer das Wort des Meisters, des Sheikhs, des Propheten, des Herrn hochhält und zu folgen versucht, und das wird nicht leicht sein, auch wenn er es physisch und mit seinen Mitteln und Möglichen nicht schaffen kann, diesen Weg zu gehen. Er wird gezogen und geschoben und dann hochgehoben vom Sheikh als himmlische Unterstützung aufgrund seines Aufrichtigkeits. And those that try to follow the path of the Sheikh, the saints, the prophets, and the Lord, and even though they cannot do it with their means and with their chance or with their possibilities, they will be pushed and pulled and even lifted up and supported by the Sheikh. Mögen wir verstanden haben, das ist unser Weg. Maybe I've understood that is our path. Und wahrlich, das war eine gute Erläuterung. And truly, that was a very good explanation. Möge Ost und West, Süd und Nord und alle 6 Richtungen das gehört haben. May East and West, South and North, Und einen Nutzen ziehen. and all 6 directions have heard about this. Und all du Papst. Und wenn du geschlafen hast, darfst du auch dir das anhörst und dann weitergibst. Du hast Millionen von Verfolgern. Folger. May it be of use to you and all your Pope, even if you may have fallen asleep. Look at this and take use of it, because you've got, and turn it into your way as well, because you've got so many followers. Weil mein Wort wird nicht vielleicht Ost, Süd, West, Nord und so weiter erreichen können. Aber dein Wort könnte was. Und deshalb hör du dir das an, nimm das an und gib das weiter. Oh, you Pope,
my words won't reach east and west, south and north, but yours will. So listen closely, listen again, and forward it to everyone else. Sei du mein Internet, mein Facebook, You mein YouTube. be my Facebook, be my internet, be my YouTube. Damit du auch gesegnet bist. So you shall be blessed as well. Möge Allah uns gutes Verständnis geben. Amen. May Allah give us good understanding.